So, hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Video in Bezug auf den Camaro. Den habe ich jetzt abgeholt aus Heilbronn, also beziehungsweise das Fahrzeug stand in Heilbronn. Ich bin jetzt aus Heilbronn bereits in Richtung nach Hause gefahren. Das hat soweit alles ganz gut funktioniert. Man muss ja immer bedenken, dass es ein relativ altes Fahrzeug ist. Da ist jetzt noch einiges an Arbeit, die ich reinstecken muss. Ein paar Sachen funktionieren noch nicht so toll. Ich gebe jetzt einfach mal einen kleinen Überblick über das, was geht und über das, was nicht geht. Also ganz generell, wie man hier schon sieht, zum Beispiel der Lenkradkranz, ja, der sieht jetzt nicht mehr so frisch aus. Das ist etwas, was ich machen werde. Hier im Innenraum auch die einzelnen Leisten. Die Farbe ist jetzt nicht mein Favorite. Das heißt, hier werde ich vieles mit Alcantara beziehen. Zu den Knöpfen und so bin ich noch nicht dazu gekommen, die einzelnen Knöpfe zu testen. Das heißt, ich kann da jetzt noch nicht so viel zu den Funktionen sagen. Insgesamt ist es so, wenn wir uns jetzt hier den Drehzahlmesser angucken, ich bin jetzt im Leerlauf, also der Motor läuft super ruhig und ich hatte auch keine Motorprobleme oder irgendwas jetzt auf der Fahrt von Heilbronn hierher. Aber ihr seht, im Leerlauf ist er bei angeblich 5000 Drehungen, das heißt, der Drehzahlmesser ist auch etwas. Ich vermute, dass die Nullstellung nicht richtig kalibriert ist, wenn es sowas gibt, denn er funktioniert. Das heißt also, wenn man beschleunigt, geht er nach oben. Ich glaube einfach, dass, wie gesagt, die Nullstellung nicht passt. Ich hatte jetzt auch während der ganzen Fahrt hierher keine Probleme in Bezug auf die Temperatur. Ich versuche das jetzt mal einzufangen, ob man das sehen kann. Also Temperatur ist auch super solide, da gibt es keine Probleme oder irgendwas, das heißt, das passt auch. Nichtsdestotrotz werde ich da auf jeden Fall das Thermostat auch erneuern. Das sind einfach so, sag ich mal, klassische Servicearbeiten, die ich dann durchführe. Das Radio, das geht nicht, da gibt es irgendwie noch ein Problem. Das ist aber ohnehin ein Radio, was hier eigentlich nicht reingehört. Das heißt, das werde ich noch tauschen. Wie gesagt, ich werde einige der Elemente hier im Innenraum mit Alcantara überziehen, damit das wieder ein bisschen frischer aussieht. Dann in Sachen Automatik, es ist ja auch ein Automatikfahrzeug, ist es so, schaltet sehr sauber, allerdings im P- und N-Modus bzw. in der P- und N-Stellung ist es so, dass die Wandlerkupplung scheinbar nicht sauber trennt. Das heißt also, er rollt weiter. Das muss man sich angucken. Das heißt, ich habe jetzt hier im Stand, wenn ich mich im Leerlauf befinde, einfach die entsprechende Parkbremse gezogen. Das sieht man hier auch im Dashboard. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen sichtbar zu bekommen. Da seht ihr die Parkbremse, die leuchtet. Das ist hier diese rote Parkinformation. Und wenn man die löst, dann geht das rote Lämpchen eben aus. Dann hier, wie gesagt, hier Lenkrad. Das sind so Sachen, habe ich ja schon erwähnt, wo ich machen werde. Zusätzlich zu dem kleinen Getriebeproblem, was es da gibt, dass der eben nicht sauber trennt, die Wandlerkupplung, ist es so, dass bei Geschwindigkeiten, sag ich mal, unter 140 das Differential ein bisschen sinkt, wenn man aus der Last rausgeht. Das heißt, da muss man mal schauen, was da Sache ist. Dann, wie gesagt, Geschwindigkeit über 140. Ich bin jetzt schon 150 auf der Autobahn gefahren. Funktioniert sehr gut. Allerdings, wie gesagt, ist ein altes Fahrzeug und da fehlt dann einfach so ein bisschen die Stabilität in der Lenkung. Das heißt, Vorderachsgeometrie, Vorderachslenkung werde ich mir ein bisschen angucken, ob man da andere Stabis, andere Querlenker oder sowas verbauen kann, damit das Ganze sich ein bisschen moderner und ein bisschen solider fährt. So ist das schon sehr, sehr schwammig. Der Blinker funktioniert tadellos, ist sehr schön von der Haptik, sehr schön von der Bedienung. Das ist alles top. Hier zum Beispiel jetzt auch mal ein Blick auf den Innenraum. Also dafür, dass das Fahrzeug so alt ist, sind die Verkleidungen auch noch sehr gut erhalten. Wie gesagt, farblich jetzt nicht mein Favorite. Das werde ich ein bisschen mit Alcantara-Akzenten aufhübschen. Ja, also das ist, wie gesagt, für den ersten Eindruck bin ich sehr, sehr zufrieden. Das läuft wirklich sehr gut. Die Tankanzeige, das ist auch so etwas, ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen. So, die funktioniert so semi-gut. Ja, also hier die Anzeige für die Batterie, die funktioniert zuverlässig. Die Tankanzeige bin ich mir noch nicht sicher. Das muss ich jetzt mal im Auge behalten über die verschiedenen Fahrten, die ich dann machen werde, ob die wirklich richtig anzeigt oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Muss ich einfach mal schauen. Jetzt hätte ich gesagt, nehme ich euch noch ein kleines Stückchen mit, damit ihr auch so ein bisschen Fahrgefühl bekommt. Und ja, dann war es das an der Stelle für das erste Video mit dem Camaro. Es werden noch weitere Videos folgen. Ich bin wirklich hellauf begeistert von dem Fahrzeug. Das ist wirklich eine ganz tolle Art zu fahren. Kann man überhaupt nicht mit modernen Fahrzeugen vergleichen. Ich finde es aber viel, viel besser, viel entspannter und trotzdem irgendwie natürlicher. Also einfach näher am eigentlichen Autofahren. Jetzt, wie gesagt, noch ein paar Bilder aus dem Camaro. Euch eine gute Zeit und hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Video mit dabei. Bis dahin, ciao!